Herzlich willkommen bei Einfach Yummy. Schön, dass ihr wieder bei mir vorbeischaut. Heute kochen wir ein leckeres Mittagessen und zwar gibt es Putengeschnetzeltes in Sahnesoße. Ihr könnt dazu Nudeln, Kartoffeln, Reis oder auch nur ein Stück frisches Baguette reichen und ihr könnt die Soße super vorbereiten. Bevor ich jetzt aber noch länger erzähle und vorschwärme, würde ich sagen, lasst uns einfach loslegen. Viel Spaß beim Video! Ja, dieses leckere Mittagessen ist für 4 Portionen gedacht. Wir brauchen auch gar nicht so viele Zutaten, es hält sich noch im Rahmen. Ich schreibe sie euch wieder alle unten in die Infobox, dann könnt ihr sie euch ganz in Ruhe zusammenrichten. Wir brauchen jetzt Folgendes. Zum einen natürlich Putengeschnetzeltes, dann eine Zwiebel, etwas Olivenöl, Tomatenmark, Sojasauce, Wasser, Pfeffer, Pizzagewürz, ein Würfel Gemüsebrühe, dann Sahne, etwas Kräutercreme fraiche, Speisestärke und das war's dann auch schon. Ja, und wie gesagt, man kann diese Soße hervorragend vorbereiten. Ich koche sie jetzt auch vor und werde dann nachher nur noch meine Nudeln frisch abkochen, die Soße nochmal im Thermomix aufwärmen und habe mein Mittagessen ruckzuck fertig. Also es ist wirklich ein ganz tolles Gericht. Und wir beginnen jetzt mit einer Zwiebel, die habe ich geschält und geviertelt. Gebe sie in den Mixtopf und zerkleinere sie 5 Sekunden auf der Stufe 5. Danach schiebe ich die zerkleinerten Zwiebelstückchen einmal mit meinem Spatel runter. Und gebe 20 Gramm Olivenöl dazu. So, und dünste die Zwiebelchen jetzt schön an. 3 Minuten bei 120 Grad auf der Stufe 1. So, jetzt geben wir 400 Gramm Putengeschnetzeltes dazu. Ihr könnt auch 400 Gramm Putenbrustfilet ohne Haut wählen und dieses dann selber in Streifen schneiden. Ich habe jetzt fertiges Putengeschnetzeltes vom Metzger geholt, habe es mir noch ein kleines bisschen kleiner geschnitten, weil mir die Stücke zu groß waren, aber das ist ja immer alles Geschmackssache. Das kommt jetzt hier dazu. Dann 20 Gramm Tomatenmark. 5 Gramm Sojasauce, 50 Gramm Wasser, das habe ich mir vorhin schon abgewogen, dann ein Würfel Gemüsebrühe, ein Teelöffel Pizzagewürz. Ich habe jetzt hier von Spicebar das Pizza- und Pasta-Gewürz. Das ist sehr, sehr lecker. Unbezahlte Werbung, ohne Auftrag, alles selber gekauft. Und einen halben bis 1 Teelöffel Pfeffer. Das mache ich wie immer mit meiner Pfeffermühle. Einfach so per Augenmaß. So, jetzt setzen wir den Deckel auf. Entfernen den kleinen Messbecher und setzen den Spritzschutz auf. Falls ihr jetzt keinen Spritzschutzdeckel habt, nehmt einfach euer Garkörbchen und setzt es oben auf. Und jetzt lassen wir das Ganze 20 Minuten bei Varoma mit Linkslauf auf der Sanftrührstufe garen. So, jetzt können wir den Spritzschutz wieder abnehmen. Den Deckel auch kurz. Ich zeige euch, wie das Ganze jetzt aussieht. Also das Putengeschnetzelte ist schön angebraten. Ist ja nicht wirklich wie in der Pfanne gebraten, aber im Thermomix kann man ruhig sagen, es ist angebraten, es ist auf jeden Fall durch. Jetzt geben wir einen Becher Sahne dazu, das sind 200 Gramm.
50 Gramm Kräutercreme fraiche, 15 bis 20 Gramm Wasser. Ja, ich nehme jetzt mal 15 und einen Teelöffel Speisestärke. So, Deckel wieder aufsetzen. Auch den kleinen Messbecherdeckel wieder einsetzen und das Ganze lassen wir jetzt noch mal 3 Minuten bei 100 Grad mit Linkslauf auf der Stufe 1 unterrühren, erwärmen, dass die Speisestärke ein bisschen sich auflösen kann und unsere Soße etwas andicken. Fertig ist das Putengeschnetzelte in Sahnesoße. Ich zeige es euch gerade noch mal. Schaut, so sieht es aus. Die Soße ist auch richtig schön sämig. Ich weiß gar nicht, wie kann ich euch das jetzt zeigen. Seht ihr das? Ich hoffe, man kann es erkennen. Also nicht zu flüssig. Wem das Ganze jetzt zu dick ist, der kann ja einen Ticken mehr Wasser bzw. etwas weniger Speisestärke nehmen. Das ist ja auch immer alles Geschmackssache. Ich werde meine Soße jetzt noch ganz kurz abschmecken. Testen, ob mir vielleicht noch ein bisschen Würze fehlt. 1A. Richtig, richtig toll. Super lecker. Ich werde mir jetzt nachher nur noch meine Nudeln dazu abkochen. Es gibt heute bei uns Bandnudeln. Aber wie gesagt, ihr könnt auch Kartoffeln, Reis oder einfach mal, wenn es schnell gehen muss, ein Stück Baguette dazu reichen. Und ihr habt ein super leckeres, fertiges Mittagessen. Könnt es super vorbereiten. Ein richtig klasse Rezept. Ja, meine Lieben, wenn ihr jetzt Lust auf weitere leckere Rezepte habt, dann schaut doch gerne mal hier vorbei. Ganz viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Tschüss!